Herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video wollen wir den ganz neuen Monster Truck Pickup von Carson. Ich will euch den nur kurz zeigen, keine Angst. Dann werden wir auch schon rausgehen, Speedtest machen und gucken, was das Ding auf dem Kasten hat, weil da bin ich echt gespannt. Hier ist das schöne Teil. Ich habe jetzt den Karton tatsächlich noch im Auto liegen. Ich wollte dieses Unboxing eigentlich woanders machen. Habe es dann leider nicht geschafft, deswegen machen wir es jetzt hier. So, das ist der Carson Tracuro 3S im Maßstab 1:8. Ihr seht selber, wir haben hier richtig fette Reifen verbaut. Die sind auch wirklich weich, schön weich, aber auch nicht zu weich. Was ich persönlich finde, die haben hier wirklich ein paar Details eingebaut, wie LED-Licht, das seht ihr gleich noch. Wir haben sogar hier Scheibenwischer und sogar Spiegel. Ich bin gespannt, wie lange sie dran sind. Ja. Und wir haben eine Wheelie-Bar. Das Ding soll bis zu 80 km/h fahren und bekommt ihr schon unter 300 €. Das ist wirklich schon mal eine Ansage. Es ist natürlich ein Brushless-System, ein 3S-Fahrzeug. Wir sehen, man kann den bis fast auf dem Boden federn. Also der Federweg ist echt gut. Und jetzt machen wir das Ding da mal auf. Die Carson-Funke, die Standardfunke kennt man. Und was ich auch gut finde, die Klammern, die hier dran sind, die sind an so einem Gummizug. Das heißt, die können dann nicht verlieren. Dann machen wir die Karre jetzt einfach mal auf und zack, da ist schon das gute Ding. Wir haben hier eine fette Stange von vorne nach hinten gehen, bringt dem Fahrzeug einfach nochmal eine andere Stabilität. Und dann können wir den hier auch einfach mal einschalten und man sieht schon, der hat echt ein helles Licht. Und was noch heller ist, Achtung, ist hier diese krasse LED-Leiste, die sehe ich jetzt erst, ey. Es wäre ultra schade, wenn man sich den kaputt fährt, das ist ja schon fast ein Scale-Fahrzeug bis auf die Reifen. Jetzt gucken wir mal hier hinten, das sehe ich doch, hat er auch noch Licht, hat eine richtig fette rote LED-Leiste, das sieht wirklich mal richtig krass aus, oder? Zack, könnt ihr euch das mal angucken hier? Oder hier hinten das rote, das ist ja echt mal, krass, also in Sachen Beleuchtung hauen sie mal so richtig einen raus. Also ich glaube, sie haben so eine kleine Waffe gemacht. Hier, Achtung, ich gebe jetzt mal Gas, ich hoffe, es passiert jetzt nichts. So. Das ist schon nicht schlecht, ne? Die Reifen blähen gar nicht so viel und ich finde, der läuft auch extrem ruhig. Ich bin echt gespannt, wie er sich draußen verhält und da gehen wir jetzt hin. Let's go. Oh. Der geht schon mal gut vorwärts, würde ich sagen. Soll man hier schön die Funke oben halten? So, dann wollen wir doch jetzt mal den ersten Run machen. 3, 2, 1, let's go. Stell ich hin. Oh. So, mal gucken, wie viel das jetzt schon war. Jetzt haben wir schon mal 67,55. Für den ersten Lauf schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Versuch Nummer 2. Langsam. Oh, bam. Hat er das überlebt? Da wollen wir doch mal gucken jetzt. Eieieiei, voll in das Schildring gemädert. Irgendwas sieht hier schepp aus. Alter. Hier haben wir ihn erwischt, aber volle Möhre. Egal, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich will wissen, wie viel wir geschafft haben hier. Ja, 67,55. Das scheint so das Maximum zu sein, was der Kollege hier schafft. So, mal gucken, ob wir hier mit dem kompletten Wheelie durchstarten können. Am Anfang geht er echt gut hoch und dann lässt er aber nach. So, nochmal. 3, 2, 1. Oh, der hat schon echt Power, das Ding. Das war ein geiler Trick. So, wir wollen jetzt wirklich mal testen, wie viel hält denn der Carson Tracuro aus. Wir haben hier eigentlich eine richtig gute Rampe. Und über diese Rampe, die ist auch ziemlich brutal,
weil die ziemlich steil ist. Über diese Rampe werden wir mit Vollgas drüber metern und das machen wir zuallererst jetzt. So, wollen wir mal gucken, ey. Ich habe so ein bisschen Muffe. Ach, was heißt Muffe? Wir geben jetzt einfach alles. So, los geht's. Ne, das wird schon mal nix. Boah. Das war schon mal geil, obwohl das noch lange nicht Vollgas war. Also das Ding kann man richtig geil handeln. Das kann ich schon mal sagen, Leute. Ausgepackt, scharf gemacht, die Power. Oh oh. Vollgas rein, wenn der Brushless sprüht. Über 60 Sachen, der Boden brennt. Kein Halt für die Bestie, die jeder jetzt kennt. 4 Räder krallen sich in den Dreck. Stadt steigt auf, die Vernunft ist weg. Der Zeigefinger drückt den Trigger durch. Keine Gnade, keine Furcht. Draco fliegt durch die Luft so hoch und weit. Draco siegt, gebaut für die Ewigkeit. Hatte Einschlag gesteckt, alles weg. Erst die Action Cassion S. Wir rocken den Dreck. Der muss ganz schön leiden. Das Ding, das macht einfach nur Bock. Das macht einfach nur Bock. Ein doppeltes Salto kriegst du auch nicht mit jedem hin. Das Ding macht einfach nur Laune. Und tschüss. Da hinten mal den Berg hochfahren. Probieren wir jetzt mal. Achtung. Der macht ein Salto, ey. Das probieren wir jetzt aber trotzdem nochmal. Das ist mir gerade egal. Und los geht's. Ja, der macht einen Really da hoch zu. Mal gucken, ob wir das noch mal ein bisschen besser kontrollieren können. Alter, was rutscht da Kies? Junge, Junge, Junge. So schnell geht's. Deswegen ist das saugefährlich, Leute. Da dürft ihr niemals reingehen bei sowas. Ganz wichtig. Dem kann man so Bock hier. Das macht so Bock mit dem Ding. Das ist der Hammer, ey. Das ist echt der Hammer. Das ist ein richtiger Hillklimp. Monster Truck. Der ist einfach nur geil, ey. Das ist echt der Hammer, das Ding. Eieiei. Wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Geht's ja weiter jetzt. Unzerstörbar, pure Kraft. Guck mal, was die Maschine schafft. Kein Limit, kein Ende, nur Speed und Sound. Boah, das ist eine Maschine, ey. Das ist geil, das Ding. Und der ist mega stabil. Ein Backflip nach dem anderen. Oder auch nicht. Also kurze Bestandsaufnahme. Die obere LED-Leiste geht nicht, weil ich da den Stecker nicht drin hatte. Also wir haben es wirklich übertrieben. Und der ist auch wirklich echt oft richtig böse aufgekommen. Ihr habt es selber gesehen. Hier fehlt zwar ein Türgriff und hier fehlt ein Scheibenwischer. Aber ansonsten kann ich jetzt wirklich nichts feststellen. Das Ding hält, was es verspricht. Was ich wirklich gut finde, dass wir hier einfach auch keine Löcher drin haben. Das macht den Vorteil, dass das sich nicht verhaken kann und nicht auseinanderbricht. Also wir haben das Ding wirklich auf Herz und Nieren jetzt getestet
Und ich musste einfach nur einen dicken Daumen hoch geben. Einfach nur geil. Der Junior, der brettert das jetzt nochmal leer und dann war's das. Also meine Lieben, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer It's Actioncast. Ciao.